Elio Adler ist uns nun zugeschaltet, der Vorsitzende des Vereins Werteinitiative Jüdisch-Deutsche Position. Herr Adler, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Adler. Guten Morgen. Ja, was zeigen denn diese Attacken auf Berlins Kultursenator Schialo für Sie? Sie zeigen eine klare Entwicklung, die da ist, dass eben Hass und Hetze, die online anfängt, sich irgendwann auch offline zeigt. Sie zeigen, dass Herr Schialo seinen Finger genau auf die Wunde gelegt hat, dahin, wo es nötig ist, dass die Leute, die sich dadurch möglicherweise in ihrem bisherigen Wirken gestört fühlen, durch seinen Kurs gegen Antisemitismus, durch seine klare Linie gegen Fördergeld für Judenhasser, dass diese Leute sich beschränkt fühlen in dem, was sie künftig vielleicht machen können. Das Problem ist, was wir sehen, dass der politische Diskurs von dieser Gruppe der Gesellschaft durch Drangsalierung geführt wird. Dass nicht Argumente ausgetauscht werden, und es gibt Argumente für verschiedene Seiten, sondern dass diese Leute durch Drangsalieren, durch Angst einflößen, durch Gewalt gegen Sachen, aber teilweise auch gegen die Menschen selber versuchen, ihre Meinungen durchzusetzen. Und in Wahrheit sind es keine Meinungen, in Wahrheit ist es ein ganz gehöriges Maß an Hass, was da unterwegs ist. Ja, der angebliche Grund für die Attacken auf Schialo war ja sein Plan, eine Antisemitismusformel für die Kunstszene in Berlin einzuführen. Mit der Klausel sollten Empfänger öffentlicher Fördergelder unter anderem zum Bekenntnis gegen Antisemitismus verpflichtet werden. Inzwischen ist Schialos Vorschlag ja vom Tisch. Aber warum dann immer noch diese Attacken? Schialos Vorschlag ist vom Tisch, weil er handwerklich einen Problembereich, eine Schwäche aufwies. Aber inhaltlich ist dieser Vorschlag einwandfrei und die Stoßrichtung genau richtig und vor allem auch notwendig. Sie richtet sich ja nicht gegen eine abstrakte Gefahr, sondern sie richtet sich dagegen, was konkret passiert, nämlich Diskriminierung von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Kunst vorführen wollen und gleichzeitig Förderung von künstlerischen Haltungen und dadurch zum Ausdruck gebrachten Meinungen, die außerhalb des Meinungsspektrums der Meinungsfreiheitsgrenzen liegen und Kunstfreiheitsgrenzen liegen. Also Schialo hat etwas Gutes gemacht, die Stoßrichtung ist richtig gewesen und es heulen einfach die, die getroffen sind. Nun haben wir ja auch berichtet, Herr Adler, über ein wohl Treffen von Außenministerin Annalena Baerbock mit eben auch Aktivisten aus der pro-palästinensischen Szene. Man weiß nicht so richtig viel über die Umstände. Ja, auch weil das Auswärtige Amt schweigt, oder? Ja, es gibt kaum öffentliche Erklärungen dazu. Wie schauen Sie denn darauf? Also wie fragwürdig ist denn dieser, ich sag mal, Beraterkreis? Also das, was man von außen sieht, ist unfassbar irritierend und höchst klärungsbedürftig. Wissen Sie, Sie haben eben von pro-palästinensischen Aktivisten gesprochen. Solche Leute haben grundsätzlich meine Unterstützung. Es ist völlig in Ordnung, pro der palästinensischen Sache, Klammer auf, was auch immer das genau sein soll, aber pro dieser Sache zu sein. Wunderbar. Hier reden wir aber von israelfeindlichen Leuten. Hier reden wir von Leuten, die Israel in einer Weise darstellen, wie es nicht nur nicht angemessen ist, sondern wie es einen unglaublich antisemitischen Beigeschmack hat. Ob von Genozid die Rede ist. Kai Wegner hatte sich letztlich klar gegen die Äußerung Genozid positioniert, weil es einfach faktisch Quatsch ist. Da ist kein Genozid. Leute, die das Existenzrecht anzweifeln, die BDS nahe sind oder sogar aktiv unterstützen. Das sind keine Leute, wo man sagen könnte, das sind pro-palästinensische Aktivisten, das sind Israel-Gegner, teilweise Israel-Hasser. Und man fragt sich sehr, was möchte eine Außenministerin erstens dort für einen Input bekommen? Und zweitens, wenn man sogar sagt, okay, man muss mit allen mal reden und auch mit den Gegnern quasi reden, gibt man denen ein vertrauliches Abendessen? Ist das der Rahmen, wo man sich mit problematischen Positionen auseinandersetzt? Oder ist es ein Rahmen, wo man eigentlich unter Gleichgesinnten, unter Freunden sich trifft oder unter nahen Leuten sich trifft? Ich kann Ihnen sagen, das Außenministerium ist sehr wohl in der Lage, sehr sachliche, sehr nüchterne Treffen im Konferenzraum zu machen, mit einem Glas Wasser und bei Neonlicht. Es ist nicht so, dass das Standard-Setting ist, bei der Ministerin zum Abendessen eingeladen zu sein. Und insofern ist es hochirritierend und da werden noch einige Fragen noch zu beantworten sein. Und wir zum Beispiel als Organisation werden sicher an dem Thema dranbleiben und da um Antworten ersuchen und sie fordern. Ja, aber es muss doch eine Erklärung auch aus Ihrer Sicht geben. Ist das Unbeholfenheit von der grünen Außenministerin? Sie kritisiert zu Recht die zivile Situation für die Zivilbevölkerung der Palästinenser im Gazastreifen. Das muss man auch tun. Da läuft einiges schief. Aber dass sie sich gerade mit solchen Leuten nun zusammensetzt, ist doch kontraproduktiv, oder? So wirkt es. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Vielleicht gibt es eine Erklärung, die das Ganze plötzlich in ein anderes Licht rückt. Aber ich gebe zu, das ist schwer, auch in meiner Fantasie, mir zu überlegen, was jetzt der echte Mehrwert eines solchen Treffens gewesen sein soll.
außer eben Argumente für eine möglicherweise eigene Haltung zu finden und die von anderen Leuten nicht nochmal bestätigen zu lassen oder sich geben zu lassen. Also es ist Spekulation, was ich mache, da bin ich vorsichtig, bitte um Verständnis, aber es ist in höchstem Grad irritierend, weil ja absehbar ist, welches Narrativ die dort eingeladenen Gäste bedienen. Herr Adler, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und müssen wir mal abwarten, ob das Außenministerium sich also jetzt zu diesem Fall äußern wird und damit in der Kommunikation einen Schritt vorangeht. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen.